Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still in Ephesians chapter 4. Wir sind immer noch bei Epheser Kapitel 4. We have recorded a few months already just on Ephesians. Wir nehmen schon seit einigen Monaten nur den Epheserbrief auf. And it's going to be a little while yet. Und es wird auch noch einige Zeit andauern. Let's go to verse 18. Gehen wir zu Vers 18. Their corrupted logic has been clouded because the hearts are so far from God. Ihre verdorbene Denkweise ist vernebelt worden, weil ihre Herzen so weit von Gott entfernt sind. I have to say, good job, Passion. Ich muss sagen, die Passion-Übersetzung hat gute Arbeit gemacht. Did a good job expressing verse 18 beautifully and clearly. Vers 18 ist sehr schön und klar ausgedrückt. Remember, Paul here is talking about unbelievers, people who don't know Jesus Christ. Denkt daran, dass Paulus hier von Ungläubigen spricht, von Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. And he calls their logic corrupted. Und er nennt ihre Denkweise verdorben. How many times have I myself positioned myself against the logic that the church has adopted from the world? So oft habe ich mich schon gegen die Denkweise gestellt, die die Gemeinde von der Welt übernommen hat. It is so sad for me when the church adapts the logic of the world. Es ist so traurig für mich, wenn die Gemeinde die Denkweise der Welt übernimmt. I heard a great man of God that is truly and honestly a great man of God. Ich habe gehört, wie ein großartiger Mann Gottes, der wirklich und ehrlich ein großartiger Mann Gottes ist, Very strongly and forcefully push his opinion upon the church der Gemeinde mit Nachdruck seine Meinung aufgedrängt hat, that everybody in the church needs to save up non-perishable food for 90 days. dass jeder in der Gemeinde haltbare Lebensmittel für 90 Tage auf Vorrat kaufen müsse. Because very soon there will be a major crisis coming and then we need food. Weil sehr bald eine große Krise käme und man dann Lebensmittel bräuchte. This was a long time ago, about maybe 15 years ago. Das war vor langer Zeit, vielleicht vor 15 Jahren. When I positioned myself and said, I am not going to participate in that, Als ich mich positionierte und sagte, da mache ich nicht mit, because Jesus, in one of the first lessons he ever taught his disciples, taught them, denn in einer der ersten Lektionen, die Jesus seinen Jüngern erteilt, lehrt er sie, do not worry about tomorrow. macht euch keine Sorgen um das Morgen. Do not worry about what to eat and what to drink and what clothes to wear. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen und trinken und welche Kleidung ihr tragen sollt. I don't want to put 90 days of non-perishable food in my house because I'm worried about tomorrow. Ich will mir keine haltbaren Lebensmittel für 90 Tage ins Haus stellen, weil ich mir Sorgen um das Morgen mache. This great leader made this statement. Machte dieser großartige Leiter folgende Aussage. This is wisdom and we need to do it. Das ist Weisheit und wir müssen es tun. And then he said this. Dann sagte er dies. If we live by wisdom, we don't need to live by faith. Wenn wir nach der Weisheit leben, brauchen wir nicht aus dem Glauben zu leben. And I said, but the Bible says the just shall live by faith. Und ich sagte, aber die Bibel sagt, dass die Gerechten aus dem Glauben leben werden. This kind of thinking is corrupted logic. Diese Art des Denkens ist eine verkehrte Denkweise. Yes, it's very logical if you believe there is a crisis coming that you prepare and put food aside. Ja, es ist sehr vernünftig, sehr logisch, wenn du glaubst, dass eine Krise bevorsteht, du dich dann vorbereitest und Lebensmittel auf Vorrat legst. But it's the logic of this world, which the Bible calls corrupted logic. Aber es ist die Denkweise dieser Welt, die die Bibel verdorbene Denkweise nennt. And you know what? 15 years later, that crisis never came. Und weißt du was? 15 Jahre später ist die Krise immer noch nicht eingetreten. And people spent a lot of money on their food, which they had to throw out. Und die Menschen gaben viel Geld für Lebensmittel aus, die sie dann wegwerfen mussten. Remember, Vergiss nicht, any logic that does not include 100% trust and reliance on God for everything is corrupted logic. dass jede Denkweise, die kein 100%iges Vertrauen und Verlassen auf Gott für alles beinhaltet, eine verdorbene, verkehrte Denkweise ist. I believe we Christians need to come back to such a simple trust in our God.
Ich glaube, wir Christen müssen zu einem solchen einfachen Vertrauen in unseren Gott zurückkehren. That way, we will never give in to the corrupted logic of this world. Auf diese Weise werden wir niemals der verkehrten Denkweise dieser Welt nachgeben. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. Their corrupted logic has been clouded Ihre verdorbene Denkweise ist vernebelt worden, because their hearts are so far from God. weil ihre Herzen so weit von Gott entfernt sind. I know here Paul talks about unbelievers, Ich weiß, dass Paulus hier von Ungläubigen spricht. but I think today there is a big lesson to learn for us as Christians too. Aber ich denke, dass wir daraus auch für uns als Christen eine wichtige Lektion lernen können. If our hearts get drawn away far from God, our logic also gets clouded. Wenn unsere Herzen sich weit von Gott entfernen, wird auch unsere Denkweise vernebelt. I've seen, unfortunately, many Christians Leider habe ich schon viele Christen gesehen, who, in the days that we live in, through the things that they've walked through, their hearts got distant from God. die sich in den Tagen, in denen wir leben, durch die Dinge, die sie durchgemacht haben, von Gott entfernt haben. People who are passionate for Jesus, following him with all of their hearts. Menschen, die leidenschaftlich für Jesus waren und ihm von ganzem Herzen folgten, Today, their hearts are distant from God. sind heute mit ihrem Herzen weit von Gott entfernt. And the Bible says if our hearts become distant from God, our logic gets corrupted and it gets clouded. Und die Bibel sagt, wenn unser Herz sich von Gott entfernt, wird unsere Denkweise verdorben und vernebelt. I'm very much aware Ich bin mir dessen sehr bewusst, that when the Bible says, he who stand, make sure you don't fall. dass wenn die Bibel sagt, wer steht, passe auf, dass er nicht fällt, If we are not careful to guard our hearts, even our hearts could become distant from God. und wir nicht darauf achten, unser Herz zu behüten, sich sogar unser Herz von Gott entfernen könnte. And then the result will be that the logic will become corrupted and clouded. That means you can't see clearly anymore. Die Folge davon ist, dass das Denken verdorben und vernebelt wird. Das heißt, dass man nicht mehr klar sehen kann. I want to have biblical logic. Ich möchte die biblische Denkweise haben. I want to have the logic of Jesus. Ich will die Denkweise von Jesus haben. Do you know how biblical logic works? Weißt du, wie biblische Logik, biblische Denkweise funktioniert? 300 300 minus 200 minus 200 is 1000. ist 1000. The give and it shall be given unto you. Sow and you shall reap. Gib und dir wird gegeben werden, säe und du wirst ernten. The world doesn't understand this logic Die Welt versteht dieses Denken nicht, because their logic is corrupted. weil ihre Denkweise verdorben ist. I shall see you tomorrow. Bis morgen.